Hallo Leute, ich zeige euch heute die Neuerungen in der Tesla Software 2024-26.6. In meinem Fall habe ich das Ryzen Model 3, aber nicht Thailand, sondern der Vorgänger. Somit sind vereinzelte Funktionen nicht im Update enthalten. Wir fangen an. Wir haben einmal hier die Softwareversion. Wir gehen einmal auf die Versionshinweise und schauen uns einmal an, was es Neuerungen gibt. In der 26.6 gab es einfach nur ein paar Patches bzw. ein paar Fehlerbehebungen. Für uns sind die wichtigsten Sachen die 26.3.1 und da gehen wir jetzt einmal die Schritte alle durch. Das heißt, wir haben jetzt einmal YouTube Music, braucht ihr natürlich YouTube Premium und Premium-Konnektivität oder eine WLAN-Verbindung. Ihr findet das auch über die 3 Punkte. Dann seht ihr unten YouTube Music. Wir können das jetzt einmal testweise anklicken und ihr könnt das dann mit dem QR-Code sozusagen einscannen. In meinem Fall funktioniert das nicht, weil ich habe kein YouTube Music, ich habe nur Spotify. Dann gehen wir einmal wieder zurück. Dann Amazon Music. Grundprinzip ist das gleiche, in dem Fall von Amazon. Findet ihr ebenfalls hier unten drüber. Ich trägt das diesmal nicht an. Dann haben wir das nächste, das ist ein Spiel. Könnt ihr euch anschauen unter Arcade und dann einfach starten. Dann haben wir den nächsten Punkt. Hier gibt es einen Punkt Jugendschutz. Da könnt ihr euch das einfach mal anschauen. Da gibt es bestimmte Sachen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel dann in der App benachrichtigt werden, wenn der Junior Auto fährt und zum Beispiel zu schnell, zu viel bremst, zu stark bremst, dann werdet ihr sozusagen benachrichtigt, wie das hier beschrieben ist. Dann gehen wir einmal navigieren zu Unterzielen. Genau, Unterziele funktioniert aber jetzt zum Beispiel nur bei Frankfurt Flughafen. Als Beispiel jetzt, das wird ja bei eurem normalen Adresse, keine Ahnung, Fulda, Frankfurt, was auch immer, nicht, sondern wie unten beschrieben, bei Flughafen zum Beispiel Terminal A, B, C oder Terminal 1, 2, 3. Wir gehen einmal hier drauf, gehen mal in Frankfurt Flughafen. Und jetzt seht ihr schon, Terminal Parken, Terminal 1 Ankunft, Terminal 1 Abflug, Terminal 2. Dann könnt ihr auch noch mehr Anzeigen gehen. Und dann habt ihr sozusagen alle Stellpunkte. Genau, jetzt sagt er gerade kurz Netzwerkfehler. Machen wir mal kurz beenden, nochmal kurz. Frankfurt Flughafen, mehr Anzeigen. Und da könnt ihr jetzt sozusagen direkt dahin navigieren, wo ihr möchtet. Wie zum Beispiel jetzt Terminal 2. Und dann könnt ihr einfach auf Navigation starten drücken und er würde euch jetzt direkt hin navigieren. Dann gehen wir weiter. Dann haben wir einmal die Wettervorhersage und die Luftqualität. Das seht ihr hier oben. Das hat sich nämlich geändert. Das ist nämlich jetzt zum Beispiel hier eine Wolke und hier auch der Wert. Das heißt, wir klicken einmal drauf und dann seht ihr zum Beispiel für meinen Ort, wo ich gerade bin, demnächst gibt es leichten Regen, aktuell sind es 33 Grad und wie das Wetter in den nächsten 6 Stunden wird. Genauso wie Regenwahrscheinlichkeit, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit. Dann schließen wir das einmal wieder, gehen weiter. Genau, Plan von Ladevorgängen und Vorklimatisierung, das ist neu. Das gab es vorher gar nicht. Das heißt, ihr geht hier einmal auf das Autochen und geht unten auf Planen und dann seht ihr zum Beispiel, ihr könnt zu Hause und Arbeit planen oder aktueller Standort. Dann könnt ihr sagen zum Beispiel, wann er vorklimatisieren soll. Bringt mir nichts, weil bei mir sind es unterschiedliche Zeiten, wann ich an die Arbeit fahre. Deswegen könnt ihr das aber auch einstellen, nur für bestimmte Tage oder immer wiederholen. Und dann bestimmte Uhrzeiten, das könnt ihr alles einstellen. Genauso wie bei Aufladen. Aufladen mache ich aber auch nicht, ich stecke es einfach dran und fertig. Den Rest regle ich dann über die Tibber-App. Genau, das passt soweit. Dann gehen wir einmal wieder zurück. Dann gehen wir hier einmal nochmal in die Sicherheit rein. Es gab ein paar Sicherheitsänderungen. Dann nochmal hier unten. Und hier haben wir noch ein paar Kleinigkeiten.
bestimmte Sprachen oder Skins wurden hinzugefügt, Spieleanpassungen. Das Design der Klimaregelung wurde geändert, das können wir uns jetzt gleich mal anschauen. Im Automatikmodus bezüglich der Lüftergeschwindigkeit, das können wir uns jetzt gerade mal anschauen. Das heißt, ich mache jetzt trotzdem nochmal die Klima aus, weil sonst, geht nicht. Dann versuche ich es ein bisschen höher zu setzen, damit es nicht so sehr laut wird. Dann habt ihr hier zum Beispiel im Automodus, ist das standardmäßig eingestellt, dann könnt ihr hier jetzt den Automodus kurz ausmachen. Ich mache jetzt auch AC aus, weil sonst werden wir jetzt gleich mit voller Lautstärke belästigt und ihr hört gar nichts mehr. Hier oben sind jetzt sozusagen die Modi, wie zum Beispiel Hundemodus, Campingmodus, die vorher rechts waren. Unten ist die Lüftergeschwindigkeit, die war vorher oben. Sonst die anderen Buttons sind halt auch hier unten anstatt oben. Die vorher unten waren, zum Beispiel hier für die Sitzheizung und ähnliches, die sind weiter da unten und noch hier. Ich gehe mal wieder rein, weil der springt natürlich immer wieder weg, weil ich ja nichts anklicke. Dann können wir hier zum Beispiel auf hinten gehen und könnten jetzt zum Beispiel hinten ausschalten. Das heißt, wir können das mal kurz testen. Ich mache mal kurz vorne den Automatikmodus an. Dann gehe ich auf hinten und dann kann ich hinten ein- und ausschalten. Wenn hinten keiner sitzt, muss es natürlich nicht angehen. Das ist natürlich optimal. Genau, jetzt hört man aber schon wieder, dass es recht rauscht. Genau. So, genau, hier nochmal die Geschwindigkeit und halt Umluft oder keine Umluft. Aber das erkennt er automatisch, zum Beispiel, wenn wir im Tunnel sind. Und hier auch wieder Plan, das heißt, da kommt man dann wieder zur Vorklimatisierung zurück. Dann schauen wir mal nach. Zoom-Meetings. Ja, genau. Also Zoom-Meetings, da hat sich, glaube ich, nur was geändert. Vollbild. Vorher war es nur das hier und jetzt ist es Vollbild. Und auch wieder QR-Code scannen. Ist jetzt einfacher, weil vorher muss man sich anmelden. Das war ein Akt. Jedes Mal sich da anzumelden, sein 20-stelliges Kennwort einzugeben, das ist dann doch ein bisschen umständlich. Aha, genau. Perfekt. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Frankfurt navigieren, würde er zum Beispiel die Temperatur in Frankfurt anzeigen. Dann nehmen wir unten alle alten Änderungen und die restlichen sind hier oben. Wir können jetzt hier nochmal kurz so zurückgehen, das heißt, wir gehen hier nochmal rein. Das war dann bei Autopilot und dann haben wir hier bei Autopilot. Habe ich irgendwas gedrückt? Ja, genau. Nee, ich habe nichts gedrückt. Das war es nicht. Das war, glaube ich, Navigation. Nee, ich glaube Sicherheit. Ja, bei Sicherheit war es. Hier habt ihr in dem Fall den Jugendschutzmodus. Und dann könnt ihr einstellen, wenn euer Junior fährt, was genau passiert. Zum Beispiel, wenn er nachts fährt, dann gibt es eine Benachrichtigung. Oder bestimmte Warntöne werden erhöht. Oder dass zum Beispiel die Beschleunigung nicht auf die vollen 300 PS, sondern nur diese Hälfte gesetzt wird, der Lässig-Modus sozusagen, und halt die Höchstgeschwindigkeit kann begrenzt werden. Kann man machen, muss man nicht machen, ich würde es nicht machen. Aus. Ja, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in den Kommentaren. Für Daumen hoch bin ich auch Freund. Dankeschön.